Tagen von Deutschland nach Miami in einem zweimotorigen kleinen Flugzeug über den Atlantik, durch die Arktis und das mitten im Winter. Das größte Abenteuer unseres Lebens. Das Wetter kann sich beim Fliegen sehr schnell ändern. Beispiel dafür ist Ilulissat, als wir von Kangerlussuaq nach Ilulissat geflogen sind. Auf einmal zogen Wolken auf, es wurde wieder dunkel. Naja, da kamen wir da an, stehen in den Landeanflug und sehen direkt über Ilulissat und die Bucht einen Monster-Schneeschauer, Schneesturm, keine Sicht. Und die Jungs taten das Einzige, was richtig ist in so einem Fall. Wenn du nicht klar landen kannst, dreh erst mal ab. Also mussten wir so 20 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen kreisen, abwarten und sind dann noch mal rein zur Landung. Der Eisberg ist sehr dicht unter uns. We are now 2 miles west of the field along final runway. Ein bisschen nach rechts. Ilulissat Touchdown! Der Anflug war echt ziemlich sportlich, aber auch sehr, sehr geil. Ich freue mich, dass wir jetzt hier sind. Und es war unvorstellbar kalt, insbesondere auch durch den starken Wind, der da geblasen hat. Dementsprechend wollten wir dann auch den Flieger lieber im Hangar unterbringen, als ihn draußen stehen zu lassen. Wir befinden uns gerade in Ilulissat bei diesem Wetter und möchten unser Flugzeug morgen auch wieder in einem Stück haben und ohne als Eisklotz. So, Jan, wie funktioniert die Marktwirtschaft? Ja, ich glaube, unsere Verhandlungsposition war einfach nicht ideal hier. Zwischen Angebot und Nachfrage. Ein Flieger, der unbedingt in den Hangar will. Ein Hangar, der Platz für einen Flieger hat. Ach, als du nach Discount gefragt hast, hat er ja mal ganz entspannt gelächelt und wollte schon wieder gehen. Dementsprechend mal schlappe 650 €. Unser Flieger zahlt deutlich mehr für die Übernachtung als wir. Ich hoffe, der fühlt sich auch genauso wohl wie wir in unserem schicken Hotel. Der Hangarplatz ist sicher. Ansonsten hätten wir riskiert, morgen gar nicht mehr loszukommen. Wir sind im Hotel Isefjord und entscheiden uns dann für eine Wanderung zur Disco-Bucht. Warum diese so heißt, ist nicht ganz klar. Vielleicht auch, weil der Name auf Grönländisch etwas schwierig auszusprechen ist. Ilulissat ist der nördlichste Punkt unserer Reise und definitiv auch der windigste. Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Grönlandreise erinnern und ich glaube, ich war genauso platt wie ihr. Das ist einfach so ein geiles Land, die Fjorde, das Eis und das Licht vor allem. Also mega geile Aufnahmen. Die Landschaft verschlägt uns den Atem. Ich habe gerade noch ein paar Nordlichter draußen gesehen und jetzt muss ich noch mal raus. Ich habe mich noch mal angezogen, ich lag schon im Bett. Ich dachte so, guckst du mal kurz raus. Aber es sieht so unfassbar aus. Deswegen begeben wir uns jetzt auf die Jagd und werden noch ein paar Nordlichter suchen. Bis später.
Nordlichter zu sehen ist was ganz Besonderes. Und ich erinnere mich noch wie heute an meinen ersten Abend, als ich Nordlichter gesehen habe. Das war auf einem Trip auf die Lofoten in Norwegen. Und wir waren am allerersten Abend dort. Dort haben wir die direkt gesehen. Ich weiß, manche Leute brauchen manchmal mehrere Trips, brauchen Tage, um die zu sehen. Und heute haben wir wieder so ein Glück. Wir sind hier auf Ilulissat und es sind wieder Nordlichter draußen, die man mit dem bloßen Auge sieht. Ich glaube, die Kamera kann es gar nicht so einfach anfangen. Aber Alter, wie krass. Doch eines der größten Highlights unserer Reise erwartete uns am nächsten Tag. Bevor wir Grönland verlassen, wollen wir uns noch einmal in den Norden wagen. Doch dieses Mal nicht per Flugzeug, sondern per Boot. Und das Ziel ist kein Flughafen, sondern die brachialen Eisberge der Disco Bay. Das muss man sich so vorstellen, das ist kein Touristenboot, das ist ein Fischerboot. Das heißt, wir sind da mit unseren Köfferchen in das Boot, in die kleine Kajüte rein, durch die Eisschollen, die im Hafen rumschwimmen, rausgefahren mit dem Fischer. Als wir dann die Bootstour in Ilulissat gemacht haben und an die richtig großen Eisberge herangefahren sind, die vom Eiskap abbrechen und dann über die Disco-Bucht ins Meer treiben, hat man erstmal ein Gefühl für die Dicke des Eises bekommen, weil die sind um die 300 Meter tief und 70 bis 100 Meter hoch, stauen sich da an der Sandbank. Und wenn man da richtig nah ranfährt, kriegt man erst ein wirkliches Gefühl für die Größe. Und das war sehr majestätisch. Das sind einmalige Eindrücke, da in so einem kleinen, zerbrechlichen Bötchen zu sein von dem Fischer und sich die Eisberge anzuschauen. So viele Eisberge nebeneinander zu sehen, kommt man sich total klein vor im Vergleich. Und auch ziemlich unwichtig. Die Eisberge, die werden hier noch in vielen Jahren stehen, hoffentlich möglichst lange. Und ich hoffe, dass wir die Erderwärmung in den Griff kriegen, damit viele Generationen nach uns das Spektakel ja auch noch erleben können und wir nicht eine von den letzten sind, die das so erleben können, wie wir es gerade heute tun. Wir waren da auch auf dem Boot so ein bisschen natürlich bedrückt, wissend mit dem Gedanken, dass die Eisberge nicht auf immer und ewig da stehen und schwimmen. Und dann kommst du schon auch ins Nachdenken. It used to be minus 46 degrees Celsius. Now we have 16. Ja. Bilder wie diese festhalten zu dürfen, das ist echt was Einmaliges. Und ich bin da unfassbar dankbar für, dass ich das vielleicht für meine Kinder, für meine Enkel festhalten durfte. Wer weiß, ob die das noch je erleben. Noch am selben Tag setzen wir unsere Reise fort. Wir überqueren die Davisstraße und im nordkanadischen Iqaluit zwischenzulanden. Wir werden bei der Ankunft herzlich von Hussein begrüßt. Er ist einer der Mitarbeiter vom FBO, die sich um die Bodenabfertigung der kleinen Flugzeuge kümmern. Er erklärt uns, warum dieser Flughafen für die transatlantischen Flüge von Politikern und Privatjets, die keine 13 Stunden Reichweite haben, so wichtig ist. Located on the Great Circle Route. So here we are in Iqaluit. Where is Iqaluit here? So we are here. Ja. So we are on the Great. So anyone who travels from Europe to San Francisco or Los Angeles always passes through Iqaluit or backwards. Because Earth is round, right? So And it's almost in the middle. It's in the middle. It's a very strategic location, and we also have a military base behind there. So it's of military importance. This place. Maybe they conduct military exercises for NORAD, for Royal Canadian Armed Forces, and other militaries and so on. In der Luftfahrt spielt die Zeitverschiebung eine besondere Rolle. Felix erklärt warum. Hier hinter uns sieht man die verschiedenen Uhrzeiten. In der Luftfahrt gibt es die sogenannte Weltuhrzeit, UTC. Das liegt daran, weil ansonsten würden alle verwirrt sein, wenn man in London ist oder in New York oder unterschiedliche Zeitzonen hat.
dann wird kein Mensch mehr durchblicken. Deswegen wird in der Luftfahrt alles mit der Weltzeit angegeben, UTC. Aktuell 9:21 Uhr. Hier hat es aber jetzt 4:21 Uhr und ihr seht, überall auf der Welt ist die Uhrzeit anders, aber überall ist die UTC-Zeit die gleiche. Deswegen sind alle Piloten reden immer nur von der Weltzeit UTC. Mit neuem Wissen und vollem Tank machen wir uns auf in die Dunkelheit. So Männer, unser erster Nachtflug, ne, auf der Route. Wird jetzt wichtig, dass wir aufpassen, 2 Piloten, dass wir besonders wachsam sind, weil nachts ist zwar per se sehr sicher zu fliegen, aber wir sehen ja nichts, deswegen hat man nicht so viel Referenz nach draußen, also passen wir beide ein bisschen auf und dann wird es ein schöner Flug. Nicht nur die pechschwarze Nacht wird uns einen Strich durch die Rechnung machen. Die schwierigste Etappe der Reise steht bevor.